Hallo. Ja. Grüß Gott. Hi, freut mich. Dann vielen Dank, toll, dass wir hier sein dürfen. Es ist wirklich schön, man sieht hier die Berge und herzlich willkommen in der Königsklasse. Dankeschön. Genau, zum Einstieg habe ich ein kleines Präsent dabei, die Königsklasse Kaffeetasse. Oh, Bitte toll. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Gerne. Viel Freude damit. Genau, und ich wollte kurz einmal natürlich fragen, wie es dir so geht. Ja, also ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ja? Das ist immer wichtig, dass man selber die Dinge in der Hand hat. Man kann nicht entscheiden, was einem widerfährt, aber wie ich mit dem umgehe, was mir widerfährt, da ist meine Freiheit drin. Wie war das denn bei dir? Also du hast ja irgendwann mal entschieden, du möchtest gründen. Ja, das hat sich eigentlich durch einen Zufall ergeben. Ich hatte in einer eigentlich wahrscheinlich sehr unüberlegten Reaktion bei Karstadt gekündigt, fuhr dann nach Hause mit meinem 5er BMW und sagte zu meiner Mutter, Mensch, ich habe jetzt meinen Job gekündigt da, weil die haben mir dies und jene Vorschriften gemacht, obwohl ich da gut gearbeitet habe. Mei, sagte, deine ganze Karriere ist im Arsch. Ne? Also, ach je, warum hast du das denn getan? Ne? Na gut, dann die nächsten Monate war ich dann nach dem Ende meiner vertraglichen Laufzeit, war ich dann zu Hause und überlegt, was mache ich denn jetzt? So eine rechte Idee hatte ich dann noch nicht. Habe mich meine Mitarbeiter eingeladen auf einen Bierabend Immer gut. in München-Schwabing, da in Zollernstraße, 12 Mann und ein Lehrling und haben gesagt, ja Mensch, Gunst, wenn du wieder was machst, ja, würden wir gerne mitkommen, wir würden gerne wieder mit dir arbeiten. Dann fuhr ich nach Hause und denke mir, ach, das ist eigentlich so schön, ne? Aber wir nehmen schon 13 Leute, 1979 damals. Und das war eigentlich die Geburt der Idee, dass ich mich selbstständig machen muss, damit ich alle unterbringe, damit die alle einen Job haben. Und dann habe ich eben nachgedacht, was ich bei Karstadt gelernt habe, was ich vielleicht richtig gemacht habe und was dort falsch war am System. Zum Beispiel war am System falsch, dass der Mensch eigentlich nicht so seine Freiheit hatte. Man war mehr Funktionsträger. Man musste in einem engen Korsett, in einem engen System arbeiten. Und das hat dann doch die Freiheit und die Freude an der Arbeit immer ein bisschen beschnitten. Und ich dachte mir, also Walter, wenn du dich selbstständig machst mit den Leuten, dann sollen die Freude an der Arbeit haben, dann soll die Freiheit, Eigenverantwortung, dann sollen die gerne zur Arbeit gehen, so dass man sagen kann, keine Work-Life-Balance, sondern man unterscheidet zwischen der Arbeit und zwischen der Freizeit, sondern das soll so sein, dass sie das gerne tun, dass sie sich auch verwirklichen können in dem, was sie tun, dass sie ihren Sinn, auch einen Lebenssinn in dieser Arbeit finden und dass sie das mit Liebe gerne tun, was sie tun. Ich glaube, das war die Initialzündung überhaupt. Denn Geld hatten wir ja eigentlich keines. Was wir mitgebracht haben, war die Idee, die Vision von einem Unternehmen, das natürlich auch einen pragmatischen Zweck hatte, nämlich weil die Fernseher und Serienanlagen zu verkaufen. Aber die Grundidee war die Idee der Freiheit, dass der Mensch dort zwar nicht Freiheit ohne Verantwortung, aber dass er doch sich selbst verwirklichen kann und selber Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das war ein ganz wesentliches Element des Erfolges von Mitarbeiter. Jetzt hast du gerade gesagt, die müssen mit Liebe dabei sein. Wie definierst du denn Liebe? Ja, Liebe ist etwas tun um der Sache willen. Also Liebe heißt, kennt kein Warum, es gibt kein, Liebe ist kein Geschäft. Ne? Also ich bin zum Menschen nicht gut, weil er dann besser arbeitet, sondern ich freue mich, wenn es ihm gut geht. Liebe ist eigentlich die Anteilnahme und den anderen in seinem Inneren auch zu verstehen und verstehen zu wollen und ihm Gutes zu wünschen, aber nicht, wie gesagt, im Sinne eines Geschäftes, sondern wenn man sich freut, dass es dem anderen gut geht. Das ist ein Teil der Liebe. Liebe ist ja auch was Essentielles. Also ich glaube, Liebe ist ja eigentlich die religiösen Leute sagen, ist die Grundlage dieser Schöpfung. Also Liebe ist schon etwas ganz Wesentliches. Nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau im Sinne einer Polarität, sondern
Liebe im weiten Sinne. Ich sage ja, man kann einen Hund lieben oder einen Partner lieben oder wir können uns in einer Form der Liebe gerne haben, in einer freundschaftlichen Liebe. Darum ist es für mich sehr, sehr wichtig bei allem, was man tut. Weil ich denke, ja, nur was man mit Liebe tut, da ist man erfolgreich. Da kommt ja auch ein Liebesgefährte, oder? Ach, der Ja, kleine da Hund. kommt mein Bild und ja, weiß ich manchmal schon. Ja. Genau, Frage wäre auch, was ich sehr spannend finde, wenn man etwas mit Liebe tut, dann hat man ja auch irgendwann wahrscheinlich damit Erfolg. Und die Frage wäre, wie definierst du dann den Erfolg? Hat das jetzt mit Geld zu tun oder was wäre so das als Erfolg? Ja, für ich meine, dich? der Erfolg ist natürlich kein Automatismus. Es gibt mehrere Gründe, kann man sagen, für den Erfolg. Wenn ich zur rechten Zeit, am rechten Ort das Rechte tue, wenn ich erkenne, was jetzt gut ist, ja, das ist auch, hätte ich den Mediamarkt 10 Jahre früher gegründet, wäre es vielleicht nichts geworden. Hätte ich ihn 20 Jahre später gegründet, wäre ich glaube, es ist die Kombination aus dem Erkennen von etwas, dass die Zeit, heißt ja, wenn die Zeit reif ist für etwas, dann kommt es auch. Ne? Zum Beispiel sind ja große Erfindungen wie die Glühbirne an 2 Stellen fast gleichzeitig gemacht worden. Also wenn die Zeit reif ist für etwas, ich erkenne das und ich gehe dann auf diese Idee zu, habe dann diese Vision für das, was da kommen kann, ja, dann kann man auch eigentlich mit einem Erfolg rechnen. Und Erfolg ist ja, wie ich vorhin sagte im ersten Gespräch, Erfolg ist ja immer eine Folge. Also Erfolg ist kein Lottogewinn, Erfolg ist nicht, ich habe einmal Glück gehabt, sondern Erfolg ist etwas, weil ich nicht so gerne Wort nachhaltig, also etwas, was heißt ja, Erfolg ist ja Folge drin. Ne? Erfolg, da ist die Folge. Also ein Erfolg ist kein Einmalerlebnis, sondern Erfolg ist etwas Beständiges, etwas Gutes. Aber der Erfolg ist nicht a priori immer da. Es gibt Menschen, die sind klüger als ich und fleißiger als ich und hatten nicht den Erfolg. Also du glaubst dann auch an Schicksal oder wie ist das? Ja, das Schicksal ist ein Teil, was auf uns zukommt, vielleicht durch die Erziehung, durch die Gene, dort, wo wir hingeboren sind. Ja? Also ich kann das Schicksal eigentlich nicht bestimmen. Aber wie ich mit dem Schicksal umgehe, das ist meine persönliche Freiheit. Ich kann aus dem, was mir das Schicksal bringt, ich kann depressiv sagen, oh nee, das ist ja alles viel zu schwer. Ne? Schaffe ich nicht, mache ich nicht, wird nichts. Oder ich kann Herausforderungen, auch wenn es hart ist, so wie ich war, als schlechter Schüler, durchgefallen, ja, und dann hinterher denken wir, Walter, so blöd kann es doch nicht sein. Ja? Also mach was aus dem, was dir das Leben bringt. Und wenn andere Menschen da sind, die zum Beispiel wie damals mit mir was tun wollen, dann ist es ja ein Geschenk. Also ich glaube, Erfolg ist eine Mischung aus, auch aus dem, was kommt und aus dem, was ich draus mache. Und wir haben ja vorhin gesagt, es gibt einen Placebo und einen Nocebo. Und was ich immer so gerne sage, Wort von Jesus, es geschieht ja, wie du geglaubt. Das heißt also, dass ein Großteil des Erfolges davon abhängig ist, was ich persönlich glaube, wie ich zu dem stehe, ob ich hoffnungsvoll bin, ob ich überzeugt bin, dass ich das schaffen kann. Und wenn ich glaube, ich kann das schaffen, dann wächst mir auch etwas zu. Es gibt da noch ein Wort, was interessant ist, das heißt, wenn man sich für etwas ultimativ entschieden hat, nicht zu sagen, ich probiere das mal. Wenn ich sage, probiere das mal, dann geht es wahrscheinlich nicht gut. Ich habe mich für etwas entschieden und sage, ich entscheide mich für die Arbeit oder für einen Menschen, für einen Partner. Ja? Und ich sage, egal, ich entscheide mich und die Entscheidung ist unrevidierbar. Die habe ich mich absolut klar getroffen. Dann wachsen mir auch Kräfte zu, diese Entscheidung dann wirklich zum Erfolg zu führen. Also die Hoffnung und der Glaube ist ein Katalysator für den Erfolg, etwas zu erreichen. Das darf man nie vergessen. Darum ist ja Angst auch so schlecht oder negative Erwartungen sind ja ein großes Hindernis. Und entscheidend ist also, wie gesagt, dass ich überzeugt bin, dass ich das schaffen kann.
Das ist richtig, ja. Sehr schön. Ich habe ja auch sehr viel recherchiert. Ich bin dann irgendwann mal, als ich ein Markenmodell gebastelt habe zu der Königsklasse, den Markenkern gefunden und das kommt aus den 70ern vom Philosophen und Professor, meine ich, wenn es richtig ist, aus Kanada, Albert Bandura, und das Wort heißt Selbstwirksamkeitserwartung. Und ist tatsächlich so der gute Glauben daran, dass man das positive Gefühl, dass man mit dem, was man mitbringt, alles schaffen kann. Also einfach dieses Glauben daran. Und das ist das, was du sagst, dass quasi auch der Glaube so die Berge versetzt, beziehungsweise auch der Geist die Materie bewegt. Ja, man sagt, der Glaube bewegt auch Berge. Ne? Also ich denke, dass es eine große Hilfe ist, für den Erfolg und für das Vorwärtskommen. Aber es muss natürlich auch etwas sein, es sollte was sein, was gut ist. Ne? Also wenn ich jetzt nur glaube, sag mal, dass ich Millionär werde, wenn ich etwas tue, oder wenn ich etwas tue, nur um des materiellen Erfolges willen, beispielsweise. Ich habe ein Unternehmen gegründet, ein paar Start-up-Leute, die mir gesagt haben, ja, nach 3 Jahren machen wir einen Exit, dann verkaufen wir das für 1 Million. Das ist aber schon verdorben und es ist auch nichts geworden im Übrigen, interessanterweise. Denn wenn man etwas macht, nur um der Materie willen, nur um reich zu werden, das funktioniert nicht. Da funktioniert auch die Hoffnung nicht, weil es eigentlich, klingt jetzt irgendwie komisch, eigentlich von Anfang an verdorben ist. Dann, ne? Man muss um der Sache willen. Es geht immer um die Idee. Die Idee ist nicht die Materie, der Geist bewegt die Materie, haben wir vorhin gesagt. Also die Idee ist was Immaterielles, ist was Gutes, ist was Schönes, ist eine Arbeit, ist ein Kunstwerk, ist ein Bild, eine Figur oder ein Unternehmen. Was in der Vision, im Geist erst entsteht. Und es heißt ja, alles, was entsteht, entsteht zuerst im Geist. Es ist also erstmal in mir. Und dann wird es ein Bild und dann formiert sich das. Und je mehr ich das visualisiere, umso näher komme ich dem, was dann sein soll und was es dann im guten Sinne werden kann. Also ich wollte tatsächlich, als ich jung war, als ich klein war, wollte ich Rockstar werden. Wie war das bei dir? Ja, ganz ursprünglich wollte ich mal Archäologe werden, weil ich mich gerne mit alten Dingen beschäftigt habe. Später habe ich mich dann aber eigentlich mehr mit der Geschichte beschäftigt und mit der Vergangenheit. Man sagt ja, man kann die Gegenwart nicht verstehen, wenn man die Vergangenheit nicht kennt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man, um das zu verstehen, auch mal schaut, wie war es denn? Zum Beispiel Kultur. Heute wir in Deutschland, wir glauben, wir müssen uns neu erfinden. Also heute die Religion, die alten Werte nach dem Zweiten Weltkrieg, das Aufbauen. Man glaubt, Dinge nicht mehr zu brauchen. Die sind überholt. Eine neue Welt entsteht, aber man braucht eine Grundlage. Ein Haus braucht ja ein Fundament, damit es ein stabiles Haus wird. Darum ist im Prinzip die Vergangenheit schon auch wichtig im persönlichen Leben, im Privaten, in der Politik. Wenn man die Vergangenheit nicht kennt, wie gesagt, dann kann man auch nicht die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Also du wolltest Archäologe werden, hast aber dann Philosophie studiert unter anderem. Ja. Und was hat dir das für deinen eigenen Beruf gebracht für dich? Ja, sehr viel. Weil man sagt ja, Philosophie ist an sich eine theoretische, abstrakte Wissenschaft und so und ist eher nicht hilfreich vielleicht fürs tägliche Leben. Für mich war es sehr entscheidend, ich bin aus der Vorlesung raus in der Kaulbachstraße und bin dann in den Betrieb und ich konnte dann diese Dinge wie eben dass ich lebe für die Mitarbeiter, für die Idee, dass die Idee der Freiheit, dass die Menschen dort ihren Lebenssinn finden, nicht nur um der Materie willen arbeiten. Also ich glaube, das Studium hat mir sehr geholfen, diese Soft-Dinge im Unternehmen, diese Ideen, die Ideen eigentlich in den Menschen weiterzugeben. Auch zum Beispiel das Hierarchie die Strukturen so flach hierhin wie möglich, das
Gespräche auf Augenhöhe mit jedem. Es gibt keine hierarchischen Unterschiede. Es gibt auch nicht die Angst vor Vorgesetzten, wie es bei Karstadt war. Oh, jetzt kommt der Direktor. Es war, glaube ich, sehr wichtig, das Studium, weil es mich bescheidener gemacht hat, menschlicher gemacht hat, weil ich mich von so egomanen Dingen habe weitgehend, Gott sei Dank, verabschieden können. Ich bin wichtig, ich bin der Chef und so. Das habe ich da Gott sei Dank ablegen können, weil ich verstanden habe, dass Führen dienen heißt. Heute wollen die Menschen nicht mehr dienen. Jeder spricht von Selbstverwirklichung, aber Selbstverwirklichung ist eigentlich im klassischen Blödsinn, denn nur dort, wo ich mich hingebe an eine Sache, dort, wo ich mich ganz einlasse, das ist dann das Gute. Die Hingabe ist eine Voraussetzung für die Liebe. Die Hingabe nicht nur an einen Menschen und einen Partner, sondern auch die Hingabe an eine Idee. Also ein Künstler, ein Maler oder ein Bildhauer, der haut ja nicht einfach da was von dem Stein weg, weil er reich werden will oder weil er Geld kriegt, sondern er muss das sehen von einem geistigen Auge und er muss sich selber eigentlich vergessen. Das ist toll. In dem Moment, da bin ich übrigens, man sieht es bei den Kindern, wenn so ein Kind mit einer Eisenbahn spielt, wie mit einem Blechauto, da sagt man, das Kind wird ganz zu dem Auto. Aber in dem Moment, wie es ganz bei das Auto ist es ganz bei sich. Also man würde vielleicht sagen, ist ja ganz von sich selber weg. Nein, in dem Sinne ist es ganz bei sich. Und wenn ich in eine Idee aufgehe, dann vergesse ich mein Ego, dann vergesse ich, da kann ich berühmt oder reich werden, dann werde ich ganz das. Es gibt diesen Bericht vom Zen-Meister im Pfeileschießen. Warum trifft der Zen-Meister? Das heißt, er zielt nicht und trifft doch. Er wird zum Pfeil. Also er wird selbst zum Pfeil. Das heißt, also er wird Teil dessen, ne? Und er wird selbst zum Pfeil und der Pfeil kommt dann ins Ziel. Und das ist, was ich meine mit der Selbstaufgabe, sich finden im Aufgeben. Schön. Auch in der Partnerschaft, also sich finden im anderen, in der Liebe, im Du, sich finden im anderen. Das ist Liebe. Und das geht aber nicht nur im Sinne einer Polarität zwischen Mann und Frau, zwischen ihrer Geliebten und ihrer Frau, sondern es geht natürlich auch im Sinne einer Vision, einer Idee, es geht im Sinne des Unternehmens. Ja? Das ist so ein ganz wichtiges Gesetz wie die Schwerkraft der Allgemeingültigkeit überall, in Indien und hier. Ja? Dieses Dienen einer Idee, was heute so leider ich wirklich vermisse in der Politik, in der Wirtschaft, sehr vermisse. Dort wird immer umzu. Mein Lehrer hat immer gesagt, umzu ist schon verdorben. Ich tue etwas, ich bin nett zu ihnen, weil sie denken, das muss auch wieder nett sein. Ne? Oder ich bin nett, weil ich kriege dann was von ihnen. Ne? Oder umgekehrt, sie sind nett zu mir, der Kunst gibt mir was. Ja, das ist schade, ne? Das ist verdorben. Also darum ist für mich die Essenz des menschlichen Handelns im Beruf, im Privaten, überhaupt sich immer wieder zu bemühen, nicht um etwas, um der Sache, um der Idee willen. Das muss man jedem Unternehmer, jedem Start-up, wenn er sagt, was mache ich, um erfolgreich zu sein, ja, vergiss dich erstmal. Ne? Die Idee muss in dir so groß werden, dass du selbst zur Idee wirst. Man darf sich auch nicht von den ganzen Leitplanken und Stoppschildern oder so beirren lassen, die so durchs Leben kommen. Ja, die gibt es immer und überall. Ne? Das sind die natürlichen Widerstände, die wir alle, weil es ist ja nicht so, dass wir eine richtige Idee haben, dass wir das dann eine Einbahnstraße ist, eine Autobahn oder freie Fahrt. Das ist natürlich ein Irrtum. Ne? Ja. Es gibt immer wieder die Widerstände, aber an den Widerständen, so wie man Muskeltraining macht, ne? Ich bin ja nur sehr, sehr sportlich, ich muss dann schon mal ab und zu mal, denn nur am Widerstand wird der Muskel trainiert. Und so ist bei uns eigentlich auch. Wenn alles immer glatt ginge, wäre eine Stunde langweilig. Ne? Wäre eine Stunde langweiliges Leben. Ne?
Super, stimmt. Wenn man sich nochmal anschaut, dass ja solche Leitplanken tatsächlich eben existieren, an denen man wächst. Ja. Angst ist ja auch nochmal so ein extra Punkt irgendwo. Hast du Angst vor irgendwas? Ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, Angst natürlich, es gibt eine gesunde Angst natürlich. Ne? Also eine gesunde Angst besteht daran, dass man empathisch spürt, da ist irgendwas. Ne? Aber die Angst im Prinzip als eigentliche Urkraft ist eigentlich eher negativ, weil die Angst lässt mich dann eher dorthin kommen, wovor ich Angst habe. Wie wir vorhin mit dem Placebo und Nocebo gesagt haben, also ich lese den Waschzettel von dem Medikament und da steht alles Mögliche drin. Und ich habe dann dem Gott, ich wie immer einen empfindlichen Körper, ne? Das kriege ich auch alles. Ne? Ja, und dann kriegt man das auch schon halt. Ne? Also im Prinzip, jeder Mensch hat so eine gewisse Urangst. Ne? Das ist so ein Teil unserer genetischen Struktur wahrscheinlich. Aber man darf dem nicht Raum geben. Ne? Im Normalfall ist es, jetzt braucht man keine Angst haben. Ne? Also die Angst kommt ja von Enge und die Enge verengt. Und wenn was verengt ist, dann ist es nicht weit. Ne? Und das ist wichtig zum Schaffen, zum Handeln, eben für den Erfolg ist Weite wichtig und nicht Enge. Eine Frage zum Abschluss noch. Ja. Stelle ich oft, und zwar ist das auch immer ganz schön. Was würde deine Mama über dich sagen heute? Meine Mutter. Ja, also ich bin ja neben den erfolgreichen Dingen, habe ich auch schon manche seltsamen Ideen in meinem Leben verwirklicht. Ich habe mir vor 27 Jahren in Marrakesch ein uraltes Riad gekauft. Was ist das? Es war ein altes Haus für uns, ein Stadthaus, ein riesiges altes Stadthaus, ziemlich vergammelt und schon schwer runtergekommen. Ich habe meine Mutter dann einfliegen lassen und sie ging durch diese schwere Holztüre und dann kam sie rein in den großen, hohen Raum und guckte so nach oben. Und jetzt weiß ich bestimmt, dass du verrückt bist. Ne? Also, jetzt weiß ich auch wieder, Seneca war das. Seneca hat mal gesagt, es ist für die Kreativität schon sehr notwendig, ein wenig Verrücktheit ist sehr notwendig. Und ich glaube, wir haben einen Film, den Club der Toten Dichter, der war mal früher war es so ein psychologischer toller Film. Da bestand die Idee darin, dass die Schüler mal auf die Bank steigen, auf die Position davor sitzen, um da von oben einfach einmal die Dinge zu sehen. Und das, was Seneca da meint mit der Verrücktheit, heißt, man muss mal einen anderen Standpunkt einnehmen. Wenn ich immer nur da sitze und ich bin also Katholik und ich bin FDP-Anhänger oder bin CDU-Anhänger und für mich ist alles so und das muss alles so sein und es war schon vor 100 Jahren so, ist natürlich auch nicht so gut. Ne? Ja. Sondern die Verrücktheit besteht darin, andere Perspektiven zu den Dingen. Und wir haben ja einen dreidimensionalen Raum. Also es ist sehr gut, mal die Perspektive zu wechseln. Oder erzählen mal Ihre Meinung. Hör mal, was haben Sie denn für eine Idee? Oder was hat er für eine Idee? Ist ja mal wichtig. Ne? Nicht so glauben, dann selber immer alles besser weiß. Es war auch ein Grund des Erfolges von Mediamarkt. Ich habe nie gedacht, ich bin nicht der Glückste, sondern wir haben die Idee verwirklicht, die beste Idee war. Und ich habe eine gute Erinnerung, als mein Marketingchef Ali gesagt hat, ja, wir haben eine Diskussion gehabt, ob wir von Chemie auf Computer umstellen, Kunst, nee, was Sie da vorschlagen, das ist nicht gut. Wir machen, das ist viel gescheiter. Da denke ich, na gut, der Ali hat recht. Nicht ich habe recht. So ist das. Recht haben ist so schlecht. Ne? Wenn ich recht habe, haben Sie Unrecht. Aber wenn ich recht habe, haben Sie Unrecht. Ne? Das ist das Problem. Also, ich glaube, gut ist im Sinne der Perspektive, das von verschiedenen Seiten zu sehen und dann das zu tun, was man glaubt, das gut und richtig ist. Super. Freut mich. Alles Gute. War toll. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.